En bouton pour la salie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sont arrivés. Attendre la Syrie, les jeunes et beaux du noir, venez prier la ville, de bénir ses étoiles. Faites reine immortelle, lui dit-il en partant, que j'aime la et suis le plus vaillant.
Elisabeth, komm. Ja, Elisabeth Bronfen kommt auch. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Filme. Jenseits von allem, worüber wir gleich reden, sind das ja auch einfach große Ermutigungen, glaube ich, auch für die ganzen jüngeren Filmemacher im Saal, vielleicht Filmemacher oder zukünftige, die nämlich hier sehen, wie man es machen kann und dass man es machen kann. Und dass es manches natürlich schwer ist und man muss die Ideen haben, aber es ist auch in mancher Hinsicht ganz leicht, scheint mir, oder nicht so schwer, wie man denken könnte. Und ich finde, dass diese Filme auch in der Hinsicht was sehr Aktuelles und sehr Ermutigendes haben. Also vielen Dank nochmal dafür. Elisabeth, du hast dir gleich schon eifrig Notizen gemacht. Was steht da drin? Also ich wollte nur noch zu dem Jahr 1816 sagen, das ist natürlich auch das Jahr, in dem Mary Shelley die erste Version von Frankenstein schreibt. Und das hat tatsächlich auch, wir hatten schon vorher über Caspar David Friedrich geredet und es gibt ja dieses eine Gemälde von dem Schiffbruch in den Eisschollen. Ja. Und wenn man von Frankenstein ausgeht, denke ich dann sofort natürlich an die Rahmengeschichte von Frankenstein, wie dieses Boot am Nordpol feststeckt und die Rahmenfigur dann die Geschichte von Frankenstein zu hören bekommt. Und das erzähle ich jetzt eigentlich nur, weil was mich jetzt auch wieder so an diesen 3 Filmen, was ich so wunderbar finde, ist Sie hatten ja von der Filmmontage gesprochen als das, was Zusammenhänge herstellt. Und es sind aber eben auch konzeptionelle Zusammenhänge. Und deswegen denke ich so über dieses Jahr 1816 Verbindungen in die verschiedensten Richtungen bis hin eben nicht nur dieses Jahr, in dem überall Asche war und so dunkel, als das Jahr, in dem das Monster, oder man darf es nicht Monster nennen, es ist die Kreatur Frankenstein geboren wird. Und wenn man das dann wieder zurückdenkt auf Napoleon, ich glaube, das ist eine interessante Gedankenlinie. Und Mary Shelley war die Tochter eines der wenigen britischen Jakobiner, das muss man auch mal sagen, also ein Kind der Revolution wie Napoleon. Und der Mary Wollstonecraft
Und ich würde aber gerne, glaube ich, rückwärts von dem dritten Film zuerst ausgehen, weil ich den sehr bewegend fand. Wenn ich es richtig verstanden habe, ausgegangen ist das von einer Zinnfigur. Also es gibt diese Bilder gar nicht. Das heißt, sie haben die Bilder, diese verschiedenen Bilder, diese Bildkette eigentlich nachträglich hergestellt. Was Sie ja vorher schon gesagt haben, dass man sieht so eine Figur. Ich habe heute schon von Warburgs Pathosformel gesprochen. Es ist eigentlich eine Pathosformel, nämlich in der Situation des Krieges eine Liebe, ein Zutrauen, eine Geborgenheit, eine Schutzfigur eigentlich gegen alle Umstände. Und sie machen daraus eine, wie ich finde, wirklich wunderschöne Kette an Bildern, um zu zeigen, wie facettenreich das ist, wie man das in verschiedene unterschiedliche Bildtraditionen hineindenken könnte, auch von den Farben her alles, von der Romantik bis hin zu, für mich wirkte dieses Rot, Schwarz, Weiß sehr konstruktivistisch, also eben auch wieder revolutionär. Es geht mir eigentlich um zwei Dinge. Einerseits, dass Sie gesagt haben, wenn man so etwas sieht, sagt man, das ist erzählenswert. Also die ganze Idee, dass man eine Erzählung um etwas herum lebt oder produziert und gleichzeitig, dass diese Erzählung immer schillernd ist, also dass sie nicht eine eindeutige Erzählung ist, sondern dass sie wirklich verschiedene Farben annimmt. Und das ist, was ich jetzt in diesem letzten Film also so als erste Reaktion sehe, und das fand ich jetzt wirklich auch sehr ergreifend. Ja, danke. Dieses Problem, um sie zu sehen, muss ich ihnen den Rücken zuwenden, und wenn ich möchte, dass sie mich sehen, muss ich... Ich sehe Sie gut. Nein, ich sehe Sie sehr gut. Ich sehe Sie ja direkt. Ja. Gut. Sehr Ich gut. gucke nicht von hinten, ich gucke Sie an. Ja, das ist eine Wunderbar. schöne Kombination. Gucken Sie mal, es ist eine Menge Kilometer zwischen uns. Ja, nicht? Und das hätte ich mir in meiner Jugendzeit nicht vorstellen können. Ja, dass man so präsent wie in einem Nebenraum, ja, über 500 Kilometer Entfernung miteinander reden kann. Ja, finde ich irgendwie eine ganz bezaubernde Sache. Und ich teile das sehr, was Sie sagen. Ich muss dazu sagen, dieser Zinnsoldat, den ich da gefunden habe, den gibt es wirklich. Und ich hatte mich nur verblüfft, warum wird der gezeigt mit einem Kind? Ja, das ist ja für einen Soldaten gar nicht üblich, dass er Kinder schützt. Ja, man würde eigentlich, also die Grenadiere Napoleons martialisch, ja, beschreiben. Ja, er ist aber hier nicht martialisch tätig, ja, sondern schützt ein Kind. Und die Frau, ja, die ihm ja nicht gehört, ja, nicht, aber ihm doch die Flinte trägt, ja, nicht? Das sind alles kleine solidarische Gesten mitten in diesem absoluten Unglück, das wir Krieg nennen, ja. Und es ist so schwer. Gucken Sie, ich kann im Grunde Bilder aus der Ukraine, aus dem Ukraine-Krieg oder aus Gaza fast nicht sehen, ja, weil in mir ist etwas, was sich gegen diese Bilder wehrt. Das tun sie auch, das geschieht auch schon bei Bildern aus dem Ersten Weltkrieg, ja. Und dann ist es ganz wichtig für die Poetik und vor allen Dingen für die plebejische Kunst wie den Film, wieder Lust und Zulassung, emotionale Zuwendung zu machen. Denn wenn wir uns um den Krieg nicht kümmern, wird er uns erschlagen. Ja? Und wir müssen wieder die Geschichten dorthin tragen, wo sie schon einmal irgendwann gut erzählt wurden. Also ich hatte Ein Film, den ich jetzt, der bitte, ne bitte, Frau Bronfen, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Bitte. Nein, ich wollte es nicht unterbrechen. Nein, ich hatte nämlich noch sofort noch eine weitere Assoziation. Also einerseits der Soldat trägt das Kind, das ist ja, da wird der Soldat mütterlich, die Frau trägt die Flinte, da wird die Frau zur Soldatin, also es ist auch eine Vermischung der Rollen. Aber das Genre, also ich bin mir sicher, das muss bei Ihnen mitgeklungen haben, das Genre ist natürlich das Melodrama. Das heißt,
das sind die ersten großen Filme, ich denke jetzt an Griffith beispielsweise, der ja auch die großen Kriegsfilme macht. Oder man kann es andersrum drehen und sagen, der Anfang vom Kriegskino ist das große Stummfilm-Melodrama. Und ich sage das jetzt, weil bei Melodrama hat man ja einerseits aus dem 19. Jahrhundert Melodrama, eben das Drama mit der Musik und in diesem Fall dann die Musik als Begleitung des Stummfilms, aber auch die Dramatik der Bilder. Und ich finde, das hat man in diesen Filmen auch, jetzt in ihren Filmen auch gesehen, weil sie gehen ja auch in dem ersten und in dem zweiten von Kriegsmalerei aus. Und die Kriegsmalerei lebt ja, also vor allem diese Schlachtenbilder, die sie benutzen und dann umkodieren. Das ist ja immer diese Idee der Bewegung. Körper treffen aufeinander, prallen aufeinander, aber es ist fast wie so eine Choreografie, eine visuelle Choreografie, die man dann bekommt. Das ist das extrem Theatrale, was eben die Leidenschaft des Krieges in seiner ganzen Schrecklichkeit, aber eben auch in seiner sublime Erhöhung im 19. Jahrhundert in dieser Malerei ausmacht und was dann eben auch in die Filmsprache des frühen Melodramas übergeht. Das war jetzt einfach nur so eine Weiterdenken. Und wie viel das eben mit dem Zurückbringen in Filmbilder Vielleicht greife ich das mal auf in einer Frage an Sie beide, nämlich das Melodramatische. Die Geschichte Napoleons oder Bonapartes, das schreiben Sie, Herr Kluge, ganz zu Beginn von Ihrem Buch, interessiert Sie vor allem aus einer Hinsicht. Sie sagen, Sie interessiert vor allem dieses Porträt aus dem Jahr 1799, das Bild Bonapartes von Silvester 1799, nur über dieses Gesicht, nur über diesen kurzen Augenblick der Hoffnung. Das ist es, von dem ich hier schreibe. Und dann geht es ein bisschen weiter, das Denkmal zu Lebzeiten, und das zu einem politischen Projekt wurde, das mit diesem Namen verbunden ist, nachdem heute noch Straßennamen und Metrostationen in Paris benannt sind, beziehungsweise die darin präsent sind. Und Sie fragen, sind die Investitionen so vieler realer Menschen in dieses politische Projekt auf Dauer verloren, entwertet? Mein Kindergefühl leugnet das. Unerfüllte kollektive Wünsche. Schon das Kind von Apulien, also Friedrich II., der Mittelmeerkaiser Friedrich II., löste solche Wünsche aus. Solche Wünsche sind wie Maulwürfe. Sie durchqueren unterirdisch von einem Jahrhundert zum drittnächsten weite Zeitstrecken. Das habe ich hier zitiert, weil die Frage die ist, inwieweit eigentlich die Geschichte Bonapartes eine Geschichte, wie du, Elisabeth, das jetzt gesagt hast, auch ein Melodram ist, meinetwegen ein politisches Melodram, ein historisches, oder inwieweit es auch taugt zu einer politischen Utopie. Nicht die Realität, die dann daraus wurde, aber die Hoffnung, die am Anfang darin lag. Das ist meine Frage an Sie beide. Vielleicht erst Herr Kluge. Also in meiner Heimatstadt Halberstadt, ja, da gibt es in der Umgebung Dörfer. Und auf diesen Dörfern, die früher übrigens zum Königreich Westfalen zählten, im Jahr 1807, 8, 9, 10, 11, 12, ist das Königreich Westfalen. Und die hängen nach wie vor an Napoleon. Und zwar sagen die, der hat uns Leibeigene freigemacht. Der hat Straßen gebaut, und zwar in einer affenartigen Geschwindigkeit. Das heißt, wenn Sie in Mitteldeutschland die Pappelalleen an den Chausseen sehen, dann ist es der Grund, die Pappel wächst am schnellsten und kennzeichnet Chausseen und ihre Geradlinigkeit. Und dies passt dazu, dass er den Code Zivil, das ganze mittelalterliche Recht, wird einmal beiseite gesetzt und es kommt ein modernes Gesetzbuch. Das ist Napoleon. Und das ist nur seine Anfangszeit. Und es ist mehr die Hoffnung der Menschen, die sich auf ihn richten, als dass er es hinterher erfüllen kann. Ja, schon seine Familie macht er gar nicht erst mit. Ja, nicht? Und ich will jetzt hier nicht analysieren, warum dann er verliert. Aber noch 1799 ist er ein Idol. Ja,
Und jetzt kommt das Jahr, in der er in Leipzig, ja, seine letzte Schlacht schlägt, wenn Sie so wollen. Ja, nicht? Und da ist am zweiten Tag, also der erste Tag ist für ihn erfolgreich. Ja, gegen alle Alliierten kann er die Situation beherrschen. Und jetzt kommt ein Sonntag, ein Feiertag, und es ist Pause. Und in dieser Pause hatte er die Idee, wie schön wäre es, wenn wir jetzt hier Frieden hätten. Dann hätten wir ein Europa. Ja? Und er nimmt den General, mit dem er seinerzeit das Abkommen von Campo Formio in Italien schloss. Den hat er gefangen genommen durch Zufall. Und den schickt er zu seinem Schwiegervater, dem Kaiser von Österreich. Und der kommt nicht durch. Beinahe hätte es hier an diesem zweiten Tag der Stadt von Leipzig, wo alles noch unentschieden ist, ja, einen demütigen, nachgiebigen Napoleon, ja, gegeben. Und ich glaube, dass die Engländer das nicht geduldet hätten. Die hätten gehetzt. Ja, so lange gehetzt, bis es weitergeht mit dem Krieg. Ja, die deutschen Patrioten waren auch nicht ohne. Ja, da waren auch richtige Hetzer. Ja, nicht? Aber der Zar war eine wetterwendische Figur. Der konnte sich auch vorstellen, jetzt erobern wir gemeinsam Indien und dekolonisieren die Welt. Konnte sich alles vorstellen. Ja? Und der Napoleon hatte hier die Vorstellung, wenn wir hier jetzt ein Europa gründen, im Jahre 1813, ja, und ein schöner Palast für den Sohn Napoleons in Rom war schon im Bau, mit Torwalzen, ja, der die Bilder dafür, die Reliefs dafür vorbereitete. Ja? Ist nicht uninteressant. Das heißt, ein Süditalien, das sich mit Norditalien versöhnt und frei wird, eine Republik ist. Ja? Ein Frankreich, das wieder, nachdem es sich nach der Französischen Revolution etwas vollgeschlungen hat an fremden Ländern, ja, auch wieder etwas abgibt, ja, und jetzt kollegial auftritt. Alles das sind Realitäten. Und unterschätzen Sie nicht, dass die Schweizer Neutralität und die Kantonalverfassung in der Schweiz, die ja sozusagen wirklich eine Herrschaft von unten nach oben ermöglicht und Verschiedenartigkeiten wie die Rätoromanen, die Italiener, die Franzosen, die Ostschweizer, alle zusammen in einer Republik vereinigt. Mit den Niederlanden, Venedig, ist die Schweiz die einzige nicht monarchische Republik, ja, die nicht vorher eine Monarchie war, ja. Und dieses das beruht auf einem Projekt Napoleons. Das hat er nun wirklich geschafft, ja. Und so albern das ist, was er da in Spanien treibt, so sinnlos der Angriff auf Russland ist, ja, so sehr er sich verirrt hat auch, ja, so sehr er auf die Familie hört und dort also im Grunde auch Halbmafia betreibt, also Familienmafia betreibt, ja. Also die Fehler kann ich Ihnen alle aufzählen. Aber es ist eine Spur drin, bei der ich mir wünschte, Europa hätte es schon 1812 gegeben oder 13, ja. Und dann hätten wir vielleicht kein drittes Reich gehabt. Und dafür würde ich einen hohen Preis zahlen. Ja. Denn die Bauernkriege, die hat er beendet. Ja. Also ich wollte jetzt auch noch eine weitere Assoziation schnell sagen. Es gibt ja in New Orleans, also ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich heute noch gibt, aber es gibt in New Orleans ein Restaurant, das sieht genauso aus wie im frühen 19. Jahrhundert, weil man in New Orleans dann irgendwann mal erwartet hat, dass Napoleon auftauchen würde. Also die
Bewohner New Orleans waren noch, als er auf St. Helena war, davon überzeugt, wenn er jetzt nach Amerika kommt, wir würden ihn hier aufnehmen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch ein bisschen erklären in Bezug auf das, was Sie jetzt sagen, dass Sie an Napoleon auch Hoffnungen festmachen. Also vor allem in New Orleans, das ist ja in den Südstaaten auch eine andere Hoffnung, die Hoffnung auf eine Emanzipation, die sich ja dann in den USA erst viel später in Form vom Bürgerkrieg durchspielen wird. Und ich möchte aber diese andere, das ist eigentlich doch auch so eine interessante Art, über Geschichte nachzudenken. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn 1812 oder 1813 eben XY nicht passiert wäre, sondern etwas anderes passiert wäre? Und das ist ja auch das, was man mit Filmen aufrufen kann. Und da würde ich sagen, da liegt auch die Hoffnung drin. Es hätte auch anders kommen können. Und es ist vielleicht gar nicht nur so interessant zu sagen, warum es nicht so gekommen ist. Das wäre dann eher die ernüchterndere realpolitische, ich weiß nicht, was Realgeschichte, Möglichkeitssinn von Musik. Genau, aber sondern die Möglichkeit, also auch die Idee der alternativen Geschichte, die im Kino ja auch durchgespielt werden kann. Und weil mich interessiert es auch, dass an den Napoleon-Bildern kann man auch das ablesen, was ich dann wieder zusammen mit dem Melodrama denken würde, weil das Melodrama hat ja auch sehr viel damit zu tun, man hat große Hoffnungen, man hat große Erwartungen, man hat ein großes Begehren und man scheitert an den realen Umständen. Also deswegen ist ein kleiner Kampf auch mit meinen Papieren, komme ich immer wieder auf diese Idee, Napoleon wirklich auch so im Kontext von der großen melodramatischen Geste zu lesen, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man in dem Napoleon-Gesicht sowohl den Imperator sehen kann, der er dann wurde, aber auch nachträglich nochmal Spuren davon sieht, dessen, was er anfangs bedeutet hatte. Und so, das komme ich jetzt auch nochmal auf die Südstaaten zurück, gerade in dem Tennessee Williams Stück, Streetcar Named Desire, ist ja der Held derjenige, der auf den Code Napoleon zu sprechen kommt, weil das Chiffre ist für Befreiung. Also Sie hatten von den Leibeigenen geredet, aber eben für den Held bei Tennessee Williams ist es einfach auch die Befreiung aller möglicher Leute von bestimmten Standesvorstellungen. Und das in einem Gesicht nachzeichnen zu wollen, finde ich auch sehr interessant. Wobei ich gerne noch eine Frage an Sie stellen möchte, weil vor allem der zweite Film mit der Katze, wir haben sehr gelacht. Und ich würde gerne etwas über den visuellen Witz doch noch wissen, weil vielleicht lässt sich daran auch etwas mit dieser Hoffnung machen. Der zweite Film arbeitet ja sehr stark nicht nur mit visuellen Analogien, sondern eben auch mit Witz. Es gibt ja dann so ein paar Momente, wo Napoleon wie eine Katze aussieht. Da würde ich einfach gerne noch etwas von Ihnen hören, wie Sie das und warum Sie das oder was Sie damit machen wollten. Also nehmen Sie mal so, es gibt ein Gedicht, einen Volksspruch, ja, der Kaiser blickt die Katze an, die Katze blickt den Kaiser an. Das ist so ärmlicher Verses, ja, ist so verblüffend, ja, weil wenn die Katze, die guckt ja nicht besonders die Menschen nicht menschlich an, ja. Wenn Sie eine Katze genau beobachten, merken Sie, die ist eine Egozentrikerin, ja. Die hat's nicht wie ein Hund, ja, ist sie nicht domestiziert, ja. Gibt sehr liebe Katzen, ja, und man kann mit ihnen auch schmeicheln und spielen und so weiter. Aber wenn die genug hat zum Mitspielen, ja, dann können Sie mit nichts sie weiter interessieren. Sie dient nicht, ja. Sie sind ein Wesen, das sehr unabhängig ist in der Nähe der Menschen. Und jetzt nehmen Sie mal etwas Zweites. Die Katze, die Sie hier sehen, hat mir der Vananekes als Bild geschenkt. Ja, ich liebe Vananekes sehr. Ja, und er hat, das ist, so eine Katze entsteht, wenn Sie zwei Papiere in einer Weise, die dem Film vorausgeht, ja, an der Nahtstelle mit Farbe füllen und dann klatschen. Dann entsteht diese Katze.
die entsteht durch Zufall. Das ist KI, ja, in der ursprünglichsten Form, ja, nicht? Also es ist ein Zufallsergebnis. Und die sieht aber wie eine Katze aus, ja. Und das ganze Stück ist gemacht mit einer virtuellen Kamera, die nennt man Stable Diffusion. Und das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die rechnet aus 8 Milliarden Daten, ja, rechnet die Ihnen etwas aus. Ja? Wenn Sie eine Struktur eingeben und noch einige Worte. Sie dürfen denen nie was vorsagen. Sie dürfen sie nie als zur Nachahmung verwenden. Dann macht sie dummes Zeug. Ja? Aber sie ist auch nicht intelligent, nach meiner Meinung. Aber sie ist versessen auf Einzelheiten, wie Jakob Grimm, wenn er das deutsche Sprachwörterbuch schreibt. Und so wie der Genauigkeiten hat, ja, die ich nicht besitze, so wie meine Filmkamera, die klassische, etwas aufnimmt und ich merke erst am Schneidetisch, was die gesehen hat. Walter Benjamin nennt das optisch Unbewusste. Mein Gewohnheitsblick hat es nicht gesehen, die Kamera hat es gesehen. Und das ist das Tool, ja, das Werkzeug, eigentlich allen Meistern überlegen. Ich habe großen Respekt vor den Geräten. Und eins dieser Geräte ist die virtuelle Kamera mit KI. Und die kann eben nicht die Gegenwart aufnehmen, was meine Filmkamera ja tut. Ja? Aber die kann schon das, was im Nebenzimmer ist, nicht sehen. Ja? Was in meinem Kopf ist, kann sie auch nicht sehen. Ja? Also was Unsichtbares kann meine Filmkamera nicht aufnehmen. Und diese KI, die kann den Konjunktiv der Bilder entwickeln. Das heißt, die Möglichkeit, die kann die Bilder abfragen auf Einzelheiten. Ich sage Ihnen, sie hat mich zum Beispiel mehrfach überrascht. Ich habe ihr zum Beispiel aufgegeben, sie soll die Freiheitsstatue in New York mit ihrer Fackel, das war ein Foto, ja, soll sie mir wiedergeben. Sie soll es aber nach Fernost versetzen. Jetzt hat sie getreu eine Figur entwickelt, die wie eine Asiatin aussieht. Und an einer Hand hat sie auch eine Fackel. Aber jetzt hat sie in den ganzen Daten, die sie hatte, keine einzige Freiheitsstatue im Fernen Osten gefunden. Ja? Und jetzt macht sie Folgendes. Sie lässt die linke Hand auch als Fackel feuern. Sie hat also eine Fackel in der einen Hand und die andere Hand feuert. Die linke Hand feuert. Das ist Scaevola, die römische Erzählung, ja, aus der Antike. Das ist ein Freiheitskämpfer, der für die Freiheit Roms gegen die Tyrannen Porsenna kämpft, ja, von diesen gefangen wird. Und als er jetzt seine Kameraden, die auch Attentate begehen wollen, verraten soll, tut er das nicht, sondern legt seine Hand in das Feuer, das vor dem König brennt, und sagt, ich lege meine Hand ins Feuer. Wir sagen das heute noch als Phrase. Ja? Er hat es aber getan. Und das ist das Lieblingsbild der französischen Revolutionäre. Ja? Seine Hand ins Feuer legen, weil es auf den Körper nicht ankommt, sondern auf die Unbezwinglichkeit des Freiheitswillens. Und sehen Sie mal, das ist meine kleine KI-Kamera, ja, das sozusagen durch Irrtum herausfindet. Ja? Da finde ich deren Irrtum noch besser als alles, was mir einfällt. Ja? Und in dieser Weise, ja, variiere ich sozusagen die Möglichkeiten dieser Katze oder des Aussehens des Napoleon. Der trägt ja ganz andere Uniformen, als da zu sehen ist, nicht? Ja? Aber das Moskau ist gleich, ja? Und das ist etwas Popanz hier mit Schimmel, mit Pferd und so, ja? Das ist auch so, wie er ist. Ja? Und ich kann jetzt mit den Irrtümern und den Genauigkeiten, ja, beides sind anders als meine eigenen, ja, kann ich in Dialog treten. Und jetzt sind es schon 4 Stimmen. Und Melodram, sagten Sie ganz mit Recht, das ist Musik plus Handlung plus Sehnsucht plus Überraschung, ja, plus Erzählkunst. Das sind also schon 5 Autoren.
Ja? Und dieses polyphone Element, diese Mehrsprachigkeit, die Mehrstimmigkeit im Film, die halte ich für ein Idol. Die halte ich für eine Mitgift, die der Film besser hat als andere Künste. Gemälde stehen einsam und schrecklich, ja? Und ich kann jetzt aber so ein Bild von, zum Beispiel Avi Warburg hat diese Ikonografie in dem Mnemosyne-Atlas, Sie erwähnten ihn gerade, ja, nicht, auf bewundernswert Weise von Babylon bis zum Jahr 1929 transportiert. Und dann kommt 1929 Walter Benjamin, der mit dem Passagenwerk bis 1941 fortsetzt. Und unsere Arbeit als Filmliebende, als Patrioten der Filmkunst, ja, ist unter anderem, das fortzusetzen. Ja. Und da merkt man, dass diese Bilder tatsächlich zum Sprechen zu bringen sind. Ja, nicht? Und zwar nicht, indem wir ihnen etwas in sie hineinlegen, indem wir sie gestalten, sondern indem wir sie abfragen. Ja? Und wie gesagt, noch die Irrtümer, die dann das Tool begeht, sind interessanter als jedes bloß aktuelle Foto. Und jetzt sage ich mal, also hier kommt ein Grundprinzip hier hinein, ja, an dem mir sehr liegt und wo ich mit Ihnen, Frau Bronfen, eigentlich ziemlich einig glaube zu sein. Wir haben einen Antirealismus des Gefühls als Menschen. Wir sind auf der einen Seite, können wir mit viel Anstrengung sachlich sein, wie der Independent Spectator bei Adam Smith. Es kostet viel Emotion, so sachlich zu sein. Ja, viel Überwindung. Und gleichzeitig sind wir aber nie nur sachlich, sondern wir sind darin emotional, dass wir etwas, was Menschen verletzt und Menschen leugnet, unsererseits leugnen. Das heißt, darin sind wir einfach pure Phantasten, pure Illusionisten. Und lieber irren wir uns als etwas objektiv, einfach nur Diener des Fatums, als Diener der Objektivität zu sein. Ja? Und sehen Sie, da fängt jetzt die moderne Melodramatik an. Nachdem, sagen wir mal, jedes Jahr etwa 800 Mal auf dem Erdball Desdemona von Othello erwürgt wird in irgendeiner Verdi-Aufführung, ja, habe ich es doch satt, dass der Sopran immer zu gemordet wird. Und wenn ich das jetzt sabotieren könnte, ja, die Magd, die Emilia, die kommt vom Lande, die pocht an die Tür, als der Othello gerade wirkt, ja. Nach einer Weile lässt sich das nicht überhören, ja. Die donnert da an die Tür. Er geht wütend dahin, schreit sie an. Sie schreit dagegen. Nach einer Viertelstunde Dialog zwischen einer Landbewohnerin Italiens, einer Domestike, ja, und dem Feldherrn, ja, ist der Zorn einmal verbraucht. Und jetzt kommt Rossini und der hat schon ein Othello gemacht mit Lieto fine, mit glücklichem Ende. Ja. Othello glaubt Desdemona, sie treten aus dem Schlafzimmer hervor, ja. Desdemona ist gerettet und nicht mal Iago wird hingemordet, sondern der wird einfach entlassen, wird entmachtet. Ja. Dem wird nicht mehr geglaubt. Ja. Das will ich nicht jeden Abend sehen. Ja. Und ich rühre auch nicht an Verdi. Ja. Aber dass es einmal als Ausnahme möglich ist, wenn es doch die Musik von Rossini schon gibt. Ja. Das gehört zur Filmkunst. Das gehört zur Konstellation. Und das ist die Fortsetzung von Avi Warburg mit modernen Mitteln. Aber ja, und ich glaube, da ist auch, kann man vielleicht auch das Utopische, also zwei Sachen zu dem Utopischen in Bezug auf das, was Sie gesagt haben. Einerseits, dass in dieser Kombination von Irrtum und Genauigkeit Möglichkeiten entstehen, die das eigene Auge nicht produzieren kann und die das Foto auch nicht produzieren kann, weil es ist nicht nur das Durchrechnen, sondern es sind ja die bewegten Bilder und die Bewegung zwischen den Bildern. Also deswegen nochmal die Montage. Das ist halt das Entscheidende, um dieses Mögliche
zu inszenieren. Und da denke ich eben auch an den anderen Begriff von Warburg, der mir so wichtig ist, nämlich der Begriff des Zwischenraums. Also das für Warburg ja auch so entscheidend ist, man bewegt sich von einem Bild zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, wie Sie das ja auch in dem Film machen. Und in der Bewegung von dem einen Bild zum anderen denkt man. Also das ist das sozusagen aus dem visuellen Erlebnis heraus und dem Erlebnis der Bewegung heraus entsteht auch Denken. Also das war so das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, das gefällt mir natürlich extrem gut, die Idee, dass Othello nicht so enden muss, wie Shakespeare fand, dass es enden muss, weil mich das dann schon immer wieder auf die Frage bringt, warum muss in einer bestimmten Situation des Dämoners sterben? Was hieße es, wenn etwas, oder was müsste passieren, damit das aufgehalten werden kann? Ja. Und da ist ja auch nochmal die Idee der Hoffnung oder der Utopie. Das kann man in Shakespeare, bei den Shakespeare-Stücken selber so sehen, weil man kann da mehrere Stücke sehen, wo, ja, in Othello stirbt sie, im Wintermärchen kommt sie dann, weil ihre Paulina sie ja tatsächlich gerettet hat, kommt sie dann 16 Jahre später wieder. Also, aber die Möglichkeit, es könnte auch anders ausgehen. Und das wäre für mich auch nochmal so die Wichtigkeit, die nicht nur das Erzählenswert, sondern auch wie erzählt man die Geschichte, was hieße es, sie anders zu erzählen. Und dann eben kommt man auch wieder... Europa, und das beziehe ich jetzt einmal auf Europa, unser Thema. Genau. Ja? Und sage, wenn wir mit so einem Suchraster und solchen Suchbegriffen und dieser Lust, ja, Lücken zu finden, ja, im Fatum. Also nicht immer alles wiederholen, was in der Geschichte schon war, gar nicht glauben, dass die Geschichte so mächtig ist, sondern sie ist voller Maulwurfstunnel, voller Unterwühlungen, voller Möglichkeiten selber. Ja? Und das wäre jetzt interessant. Und wenn jetzt hier, müssen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Nicht nur über Napoleon und Europa, sondern wenn von Humboldt zum Beispiel sitzt in Paris mit seiner hochschwangeren Frau und er zwingt diese Frau zum Baskenland mit ihm zu reisen. Ja? Mitten in den Wirren der Revolution. Weil er hat gehört, da ist eine Sprache, die kennt er nicht. Es ist übrigens die Sprache der Ureinwohner Europas. Nur Sardinier und Basken sprechen diese Sprache. Und die hat eine andere Grammatik. Die hat zum Beispiel den Ergativ. So wie wir den Konjunktiv haben, den Indikativ. Und im Griechischen ist noch für die Wunschform, den Optativ, eine eigene Grammatik gibt. So gibt es dort für alles, was arbeitet und alles, was nicht arbeitet, eine Unterscheidung. Jetzt wundere ich mich nur noch halb so sehr, dass die Basken und die Köpfe in Madrid einander sich nicht vertragen. Ja? Und dies sozusagen zu erzählen. Und gucken Sie mal, die Frau von Humboldt riskiert was, ja, wenn sie hochschwanger ins Baskenland mit einer Kutsche fährt, 8 Wochen lang. Ja? Sie merken, das sind alles Geschichten, ja, die sind alle nicht ohne, ja, nicht ohne Risiko und so weiter. Und sie sind wertvoll zu erzählen. Und jetzt bin ich beim Baskenland und jetzt kann ich nach Süditalien gehen. Jetzt kann ich in die Bretagne gehen. Jetzt kann ich plötzlich Schottland, von dem ich mir wünschte, dass es wieder zurückkehrt nach Europa, ja, nochmal mit ganz neuen Augen sehen. Und wie ähnlich ist Schottland zu Graubünden und Mecklenburg-Vorpommern, wenn es um einfache, robuste Lebensverhältnisse geht. Wie verschieden ist es von diesen Raumschiffen Lyon, Mailand, Frankfurt, ja, die wie Raumschiffe abheben von Europa, ja, als industrielle Zentren. Sie merken, Europa ist überhaupt nicht eines, sondern ist eine, wenn Sie so wollen, so wert aufgesammelt zu werden, wie die Märchen oder die deutsche Sprache oder die französische Sprache, ja, oder alles Mögliche, was uns angeht, ja. Und wenn wir es versammeln, ja, dann ist es nicht das Europa der Resolutionen in Brüssel, sondern es ist Europa der Genauigkeiten, der Einzelheiten, der Besonderheiten, wenn Sie so wollen, der Region. Wie gut ist die italienische Küche, gucken Sie.
ja, und wie albern ist Fast Food, ja. Und diese italienische Küche, diese Bauernküche, die ist total regional, ja, nicht? Ja, manchmal so regional, dass nur ein Wirt kann das. Ein Sardinier kann sardinisch kochen, ja, und so weiter. Das ist ganz selten und ganz wunderbar. Und das ist die eine Seite von Europa. Die andere ist auch etwas Großartiges. Wenn Sie nehmen, dass Europa im Grunde, das vereinte Europa, etwas macht, was das Römische Reich gemacht hat. Zu herrschen mit Straßenbau, Gesetzgebung, ja. Und was hat Rom noch gemacht? Das dritte Kaiser gründen, Das Recht. das machen sie nicht, Gott sei Dank. Ja. Und insofern ist also das Römische Reich, ja, gewissermaßen wiederholt sich jetzt, das ist die abstraktere Seite, nicht die Seite der Region, ja, wiederholt sich etwas, was großartig ist, römisch ist, ja, und ich wünschte mir noch heute, dass Varus seine Schlacht seinerzeit gewonnen hätte. Helge Schneider hat mit mir mal einen Film gemacht, ja, als Oberstudiendirektor, ja, nicht, Plädoyer, ja, für Varus gewinnt die Schlacht, ja, und die Zivilisation geht nicht nur bis Magdeburg, ja, gefällt mir unglaublich, ja, und das ist Europa, ja, und aus lauter solchen Facetten, ja, müssen wir uns gegenseitig Europa neu erzählen. Und zwar so lange erzählen, ja, bis die Lust daran größer ist. Und eine der großen Lustquellen ist, dass Europa beinahe schon mal nach 1799, ja, einmal schon mal entstanden wäre. Dann ist es nochmal 1870, 71 in Nationalismus vollkommen untergegangen. Ja, nicht? Also die Phönix. Ja, und ein Phönix geht unter, wird zu Asche verbrannt und steigt wieder auf. Das ist Europa. Das war mal eine Provinz, die kleinste Provinz des Orbis, des Römischen Reiches, gleich hinter Byzanz. Das hieß Europa. War gar nicht zu erkennen. Hätten sie gar nicht gemerkt, wenn man durchfährt. Ja? Und das ist jetzt Europa geworden. Ja, Ja, das ist eine Baustelle. Ich denke, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben ungefähr den Moment erreicht, an dem wir dieses Gespräch beenden wollten. Sie können sicher sein, dass hier niemand rausgegangen ist, Herr Kluge, sondern alle gebannt zugehört haben. Elisabeth Bronfen nickt auch. Was wollen wir mehr? Willst du noch was sagen? Nein, ich habe mich wirklich gefreut, dieses Gespräch mit Ihnen führen zu können. Und ich schicke Ihnen 20 Filme mit Filmkommentaren zu Abi Warburgs Limousine. Ja? Oh ja, bitte. 77, 57, C, B und so weiter. Das ist so großartig, was der Mann macht. Ja? Okay, sehr gerne, danke. Ja? Freue mich sehr, dass Sie ihn erwähnt haben. Ja? Ihnen alles Gute. Wunderbar. Alles Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Und vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Damit geht der erste Tag unserer Konferenz Zukunft Europa zu Ende. Ein toller Tag. Ich hoffe, Ihnen hat es so viel Spaß gemacht wie uns und manchen, die hier sitzen, wo ich es weiß. Und alle anderen hoffentlich auch. Wir sehen uns morgen früh wieder. Es geht um 11 Uhr los mit der Agora, ein römischer Begriff. Das könnte besser sein. Und dann werden wir weiter erforschen, was an ungenutzten Möglichkeiten Europas herumliegt, herumschwirrt oder uns selber einfällt. Bis morgen.